Moin! Schön, dass du auch bei diesem Video wieder mit dabei bist. Heute gibt es einen Carrot Cake mit Karamell und Walnüssen. Die Torte ist saftig, geschmacksvoll und cremig und lässt sich problemlos glutenfrei backen. Das sind die Zutaten für den Teig: brauner Zucker, Eier, Sonnenblumenöl, glutenfreies Mehl, die Mischung für Kuchen und Kekse oder auch Weizenmehl, Backpulver, Zimt, Orangenschale oder Orangenpaste, Karotten und Walnüsse. Zunächst werden die Eier, der braune Zucker und das Sonnenblumenöl so lange miteinander verrührt, bis die Masse schön dickflüssig ist. Das kann bis zu 5 bis 10 Minuten dauern. Das ist jetzt das Mehl, das Backpulver und der Zimt. Das wird alles zum Mehl gegeben und miteinander verrührt. Das Mehl wird anschließend zu der Eiermasse dazugegeben und gut miteinander verrührt. Danach kommt die Orangenpaste dazu und wird ebenfalls untergerührt. Anschließend folgen die geriebenen Karotten, die machen den Teig jetzt etwas flüssiger. Und zum Schluss werden die Walnüsse hinzugefügt und auch gut untergerührt. Die Masse wird auf 2 Springformen à 20 cm verteilt und bei 190 Grad Ober- und Unterhitze gebacken. Du kannst auch alles in einer Form backen und dann nach dem Backen die Böden in 2 Hälften schneiden. Das geht natürlich auch. Das sind die Zutaten für die Creme: Frischkäse, Butter, Puderzucker und Vanilleextrakt. Der Frischkäse wird zusammen mit der weichen Butter verrührt und anschließend der Puderzucker nach und nach dazugegeben und untergerührt. Dabei immer kräftig rühren. Zum Schluss wird dann das Vanilleextrakt hinzugegeben und auch untergerührt. Fertig ist die Creme. Das sind die Zutaten für das Karamell: Zucker, Butter, Sahne, und die Sahne sollte mindestens Raumtemperatur haben. Der Zucker wird in einen Topf gegeben und bei mittlerer Hitze langsam ohne Rühren geschmolzen. Das kann etwas dauern. Erst wenn es sich langsam golden verfärbt, kann vorsichtig gerührt werden. Wenn die Farbe leicht bräunlich wird, wird zunächst die Butter hinzugegeben und untergerührt. Und jetzt kommt auch die Sahne dazu und wird mit verrührt. Das harte Karamell löst sich in der heißen Sahne auf. Nun wird es noch 1 bis 2 Minuten köchelnd weitergerührt und in ein Schälchen gefüllt. Das Karamell sollte dann jetzt erstmal kalt werden. Der Boden wird auf einen Teller gegeben und mit einem Tortenring umspannt. Danach wird ca. 1/3 von der Creme auf dem Boden verteilt. Dann wird der zweite Boden verkehrt herum draufgelegt. Das ergibt nämlich dann am Ende eine schöne gerade Oberfläche. Und dann wird wieder ca. 1/3 auf den obersten Boden gegeben und etwas verteilt. Der Tortenring wird dann mit einem Messer gelöst und entfernt. Die Creme wird oben nach einer Kühlzeit von ca. 30 Minuten glatt gestrichen und 1/3 der Creme bleibt dann für den Rand. Nun wird der obere Teil auch glatt gestrichen und der Rest der Creme an den Rand verteilt und mit einer Palette auch glatt gestrichen. So fest ist der Karamell nach der Kühlung. Der Karamell wird jetzt auf der Creme verteilt und bis an den Rand gestrichen, damit er an einigen Stellen hinunterläuft. Anschließend kann die Torte nach Herzenslust verziert werden. Ich habe die Torte mit Walnüssen, Pistazien und goldenem Puderzucker verziert, der wunderbar mit der Farbe des Karamells harmonisiert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.